Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich bringe euch hier wieder ein paar frisch gepresste Themen. Themen, die ich habe: Berlin Flughafen, Streik. Man glaubt, Lufthansa streikt. Nein, Mitarbeiter am Flughafen streiken auch. Heißt, Flugverkehr wird eingestellt. Thema Nummer 2, Iran-Krieg, Chaos bei Emirates und an den Golf-Hubs. Nachdem auch die Öltanks am Dubai-Flughafen getroffen worden sind, gibt es wohl Themen beim Refueling, aber auch die Rückflüge sind nicht besonders voll. Alaska Airlines entwertet Partner Awards massiv. Nachdem ich sie noch gelobt hatte, darf ich nicht mehr machen. Böse, böse, böse. Da gibt es wohl ein Thema, vielleicht nicht ganz so schlimm wie die 700%, die wir irgendwo mal gefunden hatten. Qatar Airways verlängert auch den Status wegen der Krise. Also Themen wieder mit einem schönen Potpourri aus Meilenstatus, aber auch aus der Politik. Berlin stellt den Flugverkehr wegen Streik ein. Und zwar streikt am Flughafen Berlin-Brandenburg die Verdi. Und die 57.000 Passagiere, die betroffen sind, sollen unter den festgefahrenen Tarifverhandlungen leiden. Also das heißt, am 18. März morgen kompletter Stillstand. 445 Flüge betroffen, 57.000 Passagiere, hatte ich schon gesagt. Verdi-Funktionäre fordern 6% mehr Gehalt oder mindestens 250 € pro Monat plus und einen zusätzlich freien Tag. Arbeitgeberangebot ist nur 1% jährlich, ungefähr. Bis 2028, 2000 Mitarbeiter sind betroffen, Feuerwehrterminal und Verkehrsleitung. Jetzt müssen wir mal gucken, was bedeutet das überhaupt für die Fluggesellschaften? Operative Distribution und Kosten durch die Unterbrechungen. Netzwerkstörungen natürlich in ganz Europa. Passagiere haben natürlich kurzfristig Ausfälle und höhere Unsicherheiten. Steigende Frustration in unseren Themen ist natürlich ganz klar, weil wir zwar streiterprobt sind, aber nicht Streiks mögen, wenn wir selber betroffen sind, ist ja klar. Natürlich ist es so, dass viele die Segmente eingeplant haben, die Meilen eingeplant haben, da diese Meilen und Segmente nicht bekommen und die Statusrand natürlich vielleicht unterbrochen werden. Wer ein oder andere, der von euch einen Statusrand macht, kann da gerne was zu sagen. Ja, gerade auf europäischen Flughäfen wird ja auch wieder Druck ausgelöst. Strukturelles Problem sind halt wirklich die Frage Personalkosten gegen Margen. Ich kann es nicht beurteilen, ehrlicherweise, wie die Gehälter sind. Die Verdi sagt, kein ernsthaftes Angebot, sondern eine Provokation, starke Worte. Und natürlich sagt der Flughafen Berlin-Brandenburg, dass die Aletta von Massenbach war es ja, unverhältnismäßig in einer angespannten Lage. Ja, sind die Streiks in Deutschland in der Luftfahrt außerhalb jeglicher Kontrolle? Ist das Ding komplett jetzt sauer gelaufen? Was ist da los? Wird Europa oder Deutschland unzuverlässig, weil Lufthansa-Streiks ja auch uns blühen? Und ja, sollen wir da mal schauen, inwieweit es da Alternativen bedarf. Arbeitskämpfe werden natürlich zum systemischen Risiko, das ist natürlich ganz klar so. Kurzfristig ist es halt Chaos, aber langfristig ist es eine Kostensteigerung. Das heißt also, alles wird teurer, Inflation. Und das ist natürlich dann auch das Problem, dass so etwas dann in eine Spirale geht. Ja, denkt ihr, dass die Streiks dort in Berlin weitere Probleme uns bringen werden, dass andere auch noch streiken werden, neben der Lufthansa, dass das eigentlich leider mehr Normalität als die Ausnahme wird? Bei den Fluggesellschaften am Golf ist ja auch eine neue Realität eingetroffen innerhalb der letzten Wochen. Und der Iran-Krieg sorgt für Chaos und Probleme seinesgleichen. Die Drohnenangriffe haben jetzt ein Treibstofflager am Flughafen in Dubai in Brand gesetzt. So wie ich gehört habe, Gott sei Dank keine Toten oder Verletzten. Gleichzeitig bricht die Nachfrage logischerweise massiv ein und Emirates fliegt mit massiv niedriger Auslastung. Und die temporäre Flughafenschließung tut sein Übriges. Emirates-Flüge machen jetzt Tankstops in Abu Dhabi oder in Jeddah oder anderen Flughäfen auf der Strecke. Die Auslastung liegt teilweise nur bei 5-10% in Europa. A380 zum Beispiel war mit 25 Passagieren nur voll. Heißt also, die Rückflüge aus Dubai in die Welt sind voll. Hinflüge nach Dubai sind leer. Also eigentlich ist es ja der Rückflug, um genau zu sein. Und der massive Nachfrageeinbruch
Und die operative Komplexität jetzt mit den Routings, mit den Tankstops und so weiter und so fort ist natürlich ein schwieriges Thema. Auch bei den Vielfliegerprogrammen ist es natürlich so, dass weniger Nachfrage, weniger Revenue-Tickets, was die Gulf Airlines haben. Gulf Air, wo ja mein Freund, ehemals CEO von Air Baltic hin ist, die fliegen ja zum Beispiel vom King Fahd Flughafen in Riyadh in Saudi-Arabien anstatt von ihrem Heimatflughafen. Ja, potenziell ist das natürlich für die Vielfliegerprogramme auch eine Bright Side. Natürlich, es gibt massiv mehr Plätze, die man fliegen kann. Aber wer will denn über Dubai fliegen? Strategisch ist natürlich die Lage am Golf in der Krisensituation jetzt relativ nachteilig. Mögliche Verkehrsverlagerung zurück nach Europa oder nach Asien mit Direktflügen. Das heißt also, dass man halt Singapore Airlines aus Asien oder andere asiatische Fluggesellschaften mehr benutzt, aus Europa dann halt natürlich Lufthansa, Finnair und so weiter benutzt. Und die Frage ist hier, inwieweit die Hubs in dem Mittleren Osten Nahen Osten, zu problematisch geworden sind, zu riskant und ob wir in Europa überhaupt langfristig davon profitieren können. Denn auch hier wieder Carsten S. aus M. Und da muss ich ihm zustimmen. Ich stimme ihm ja nicht oft zu, aber da muss ich, der Mensch vergisst schnell und wenn der Preis niedrig ist, vergisst man noch schneller sinngemäß. Und auch die Resilienz des Hub-Programms in UAE, in Katar und wie sie alle heißen, wird natürlich hier einer Prüfung unterzogen. Deshalb kann man jetzt fragen, würdet ihr aktuell über Dubai oder Doha fliegen? Ich kann es euch jedes Mal nur immer wieder stellen, weil fasziniert mich, weil ich höre von Leuten, die sind nach Dubai geflogen, um da weiter zu fliegen, aber leider nicht aus den richtigen Gründen, denn die richtigen Gründe wären gewesen, dass man aus Dubai raus muss, aber viele müssen halt über Dubai wieder zurückfliegen, weil Emirates oder andere Fluggesellschaften mit Katar über Doha keine Gnade haben und die Tickets einfach nicht umbuchen. Das heißt also, es gilt wieder dieser alte Grundsatz bei den Fluggesellschaften am Golf, wenn es läuft, alles tipptopp. Da gibt es nichts top-notch. Wenn es aber zu Irrlaubs kommt, hast du halt ein Thema. Ne? Ihr könnt ja die Frage trotzdem nochmal beantworten, ob ihr über Doha oder Dubai fliegen würdet oder ob ihr diese meidet. Alaska Airlines, Atmos. Ich hatte noch gesagt, dass die Awards geil sind mit Partner Airlines. Aber jetzt ist es so, dass man die Partnertarife entwertet. Alaska Airlines hat ohne Vorankündigung die Meilenpreise für die Partnerflüge um bis zu 700% erhöht. Betroffen sind ja Fluggesellschaften, you name it, Condor, Oman Air, Royal Jordanian, aber auch die Finnair haben Themen. Und 7-mal mehr Meilen ist natürlich ein Thema. Wenn also zum Beispiel ein Economy-Class-Flug 55.000 Meilen oder 110.000 Meilen One-Way kostet, ist das schon eine krasse Nummer. Alternativen mit Qatar Airways sind bei 7.500 Meilen, also absurd, wie viele Meilen da benutzt werden. Und Airlines zeigt halt Druck auf die Partner-Award-Kosten, dass man dort eine Neuausrichtung der Kooperation hat. Die Passagiere haben natürlich klar, dass man da Vertrauen verliert. Wobei ich aber eine Sache zugutehalten will, da ist anscheinend auf der Seite auch irgendetwas falsch im Moment. Das heißt also, da sind irgendwelche Fluktuationen. Kann also sich auch um IT-Fehler handeln oder dass man irgendwas verdoppeln wollte, nur man hat es versiebenfacht, vielleicht hat man da die 7 und die 2 verpasst. Und vor allem ist Alaska Airlines, wenn es so ist, überhaupt noch ein attraktiver Partner und ich glaube es ehrlicherweise nicht, wenn diese 7-fache Steigerung im Preis wirklich ernst gemeint ist. Und die Frage ist natürlich hier wie immer, wie sicher sind die Meilen? Denn ich sage ja auch immer, burn while you earn. Was nutzen euch Millionen, Milliarden von Meilen, wenn ihr sie nicht benutzt, beziehungsweise wenn ihr am Ende des Tages den Wert nicht auscasht? Ja, sammelt ihr noch Meilen oder sagt ihr einfach, ich kaufe Best Value und wenn es sein muss, auch den Lufthansa Economy, Premium Economy oder Business Class Tarif, der light ist, weil ich halt nur mit Handgepäck reise. Eine Nachricht aus dem Golf war natürlich auch nicht zu vermeiden, und zwar Qatar Airways zum Beispiel, die werden den Status verlängern während der Krise. Heißt also, man verlängert den Status im Privilege Club aufgrund des Iran-Kriegs und massiver Einschränkungen im Flugbetrieb. Der Luftraum ist ja teilweise geschlossen, nur 15 tägliche Flüge zeitweise, Statusverlängerung für betroffene Mitglieder, und der CEO hat aktiv an die Kunden kommuniziert. Und das ist halt der klassische Move zur Kundenbindung in der Krisenzeit, den man macht, weil die Passagiere da in ihrer Meinung einen fairen Ausgleich kriegen für die eingeschränkte Nutzung. Allerdings würde ich jetzt nicht von der Entwertung des Status sprechen, weil die Leute was kostenlos kriegen, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit. Und ich hoffe, dass das nicht der Fehler gemacht wird wie bei Lufthansa, sondern dass alle Passagiere damit bedacht werden und nicht nur, wo der Status ausläuft.
Heißt also, Loyalty ist ganz klar auch ein Instrument der Kundenbindung in der Krise oder Krisenmanagement und bildet natürlich dann Vertrauen und versus Kosten. Ich kann nur am Ende Air Berlin zitieren, gut, die sind pleite gegangen, aber Air Berlin sagt ja, dass der Status nichts kostet außer Drucken der Karte, und andersrum ist es so, dass die Kunden ja, wenn sie den Statusvorteil nutzen, ja auch fliegen. Das heißt also, man muss etwas kaufen, um etwas zu bekommen. Das ist ja nichts, wo man den Kunden etwas kostenlos gibt. Und unsere Verpflichtung zu ihnen hat sich verstärkt, ist das Zitat vom Qatar-CEO. Und die Statusverlängerungen, sind sie nachhaltig, weiß ich ehrlicherweise nicht. Auf jeden Fall verbessert es nicht den Wert des Status, weil ich denke, dass es eine temporäre Geschichte ist. Und ich bin auch mal gespannt, wann die anderen Passagiere von anderen Fluggesellschaften, Statusinhaber von Emirates, Etihad, auch beglückt werden mit neuen Verlängerungen. Wichtig ist auch zu sehen, inwieweit man dort die Nachhaltigkeit hat, weil ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, wenn der Krieg beendet ist, wieder Programme geben muss, um die Fluggesellschaften anzukurbeln, dass es dort auch Sachen gibt, wo Leute, die einen Status haben, Statusmatches machen können oder aber auch den Status eventuell ein oder andere Weise günstig machen können. Und Status ist ja für die Fluggesellschaft ein Stabilitätsanker, weil Leute mit Status im Regelfall mehr Geld ausgeben als Leute ohne. Und langfristige Gefahr der Statusinflation sehe ich ehrlicherweise nicht. Sagt ihr, der Status, wenn er verlängert wird, ist gleich viel wert, oder ist das für euch eher, nee, böse muss halt, dann hast halt Pech gehabt, ist das Einzelschicksal? Ich denke eher, ihr kennt meine Meinung. Ja, das Gesamtfazit für die Sendung fällt natürlich wie immer wieder mit der Weltlage zusammen. Heißt also, geopolitisch sind die Risiken natürlich immer wieder und immer weiter dominierend. Streik sind auch dominierende Probleme, besonders in Deutschland. Europa sind ja nicht die einzigen, die nur streiken. Also wir sind ja Weltmeister im Streiken, nicht wirklich. Da gibt es andere, die machen mehr, aber trotzdem. Heißt also auch, dass die Vielfliegerprogramme nochmal unberechenbarer werden, genau bei Atmos, dass so etwas einfach ohne Ankündigung passiert. Ich hoffe, dass es sich um Fehler handelt. Ich hoffe, dass es einfach ein IT-Glitch ist, dass irgendjemand einen Knopf gedrückt hat und irgendwas passiert ist, wo sie selber gerade versuchen zu finden, was es ist. Aber man sieht auch, dass in der Krise ein Kundenbindungsprogramm, was Vertrauen schafft, eventuell auch durch die Krise helfen kann. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem auch die Fragen des Tages zu beantworten. Kommt auf School. Einmal natürlich, würde ich aktuell über Doha oder Dubai fliegen, und sammelst du noch Meilen oder setzt du auf Cash oder was anderes? Aber ich weiß gar nicht, was es noch anderes gäbe. Also in dem Sinne, ich danke euch und viel Freude. Falls ihr wissen wollt, wo ich bin der Platin Lounge hier auf einem Schiff. Also insofern, wie immer. Bis dann, ciao.